8 prophetische Effekte von Schwarzkümmelöl für deine Psyche und deinen Körper. Egal ob Angstzustände, Depressionen oder andere körperliche Leiden. Was es mir gebracht hat und wie du es richtig einnimmst, dazu jetzt. Selbstverständlich werde ich dir im Laufe dieses Videos auch noch sagen, was ein gutes Produkt ist und was ein weniger gutes Produkt ist. Und außerdem, mit was du es zusammen kombinieren kannst. Wahrscheinlich kennt fast jeder diese Körner, die oft auf den Fladenbrot verwendet werden, wenn man zum Beispiel beim Dönerladen ist und sich einen Döner kauft oder eine türkische Pizza. Also ich finde, es schmeckt herrlich. Und das sind die Samen des Schwarzkümmelöls. Ursprünglich kommt der Schwarzkümmel aus Asien und Nordafrika, aber man vermutet, dass die Menschen früher schon ganz oft mit Schwarzkümmel zu tun gehabt haben. Zum Beispiel vermutet man, dass Kleopatra in Schwarzkümmel gebadet hat und darum so eine schöne Haut hatte. Selbst der Prophet Mohammed sagte einst, Schwarzkümmel könne jede Krankheit heilen, außer den Tod. Und ich glaube sogar, wahrscheinlich hatte er recht, denn Schwarzkümmelöl kann so unsagbar viel und ich könnte jetzt wahrscheinlich ein Video machen, das tatsächlich, halte dich mal fest, das würde wahrscheinlich 3 Stunden gehen, aber dann würde sich niemand dieses Video ganz ansehen und ich möchte ja, dass du den größtmöglichsten Effekt von diesem Video bekommst und deswegen werde ich versuchen, mich in diesem Video zu beschränken, nicht so lange auszuholen und habe mir gedacht, in meiner Recherche die 8 Top-Fähigkeiten dieses Öls dir in diesem Video zu präsentieren, aber vor allen Dingen auch, was es bei mir bewirkt hat. Kennst du die stille Volkskrankheit in Deutschland, die so ziemlich, kann man sagen, ungefähr jeder Dritte hat? Vermutlich nicht. Und selber, wenn du sie selber hast, wirst du selber nicht merken. Es ist die Fettleber. Wenn ein Mensch eine Fettleber hat, dann tut das sich sehr, sehr schwierig beim Abnehmen. Häufig versuchen sie gehen laufen, sie gehen joggen, sie gehen schwimmen, sie stellen ihre Ernährung um, machen vielleicht eine Low-Carb-Diät etc. Und die Gewichte wollen nicht runtergehen. Weißt du, woran das liegt? Weil du vielleicht eventuell eine Fettleber hast. Beim Schwarzkümmelöl ist es jetzt wie folgt. Das Schwarzkümmelöl hat mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Diese ungesättigten Fettsäuren greifen jetzt tatsächlich in den Metabolismus der Leber ein. Denn wusstest du, deine Leber ist das größte Stoffwechselorgan in deinem Körper. Wenn sie zu viel Fett eingelagert hat, dann wird es schwieriger beim Abnehmen. Hier kann Schwarzkümmelöl wirklich tatsächlich Wunder wirken. Es gibt sogar mehrere Studien dazu, die zeigen, dass das wirklich tatsächlich wirkt. Ich habe es damals, als ich eine Zeit lang auch übergewichtig war, genommen und habe recht schnell gemerkt, wie die Pfunde wieder gepurzelt sind, weil es tatsächlich in der Leber positiv einwirkt und dadurch kann man schneller sein Gewicht reduzieren, also vor allen Dingen an Fettmasse natürlich, das, was wir verlieren wollen. Ich bin kein Mensch, der irgendjemand vorschreibt, ob er sich gegen irgendeinen Virus oder sonst irgendwas impfen lassen soll. Das soll bitte jeder für sich selber entscheiden, anders wie es andere Menschen in der Vergangenheit getan haben. Aber ich möchte dir eins sagen zum Schwarzkümmelöl. Das Schwarzkümmelöl ist tatsächlich, hör zu, antibakteriell und antiviral. Und das hat folgenden Grund. Das Schwarzkümmelöl hat bestimmte Stoffe innen drinnen, die, wie gesagt, antibakteriell und antiviral wirken. Das sind zum Beispiel sogenannte Saponine, die haben wir. Wir haben Gerbstoffe und vor allen Dingen haben wir ätherische Öle, vor allem Thymoquinon. Und diese Stoffe wirken in deinem Körper tatsächlich antibakteriell und antiviral. Man könnte sogar sagen, wenn du irgendwelche Bakterien in deinem Körper gerade hast, dass du vielleicht nicht immer gleich sofort zu einem Antibiotikum greifst, denn man weiß ja, Antibiotika greifen auch die Darmwand an und man weiß auch nicht, was es vielleicht für Langzeitschäden in deinem Körper verursacht. Zumindest ist man sich nicht hundertprozentig sicher. Das ist aber bei Schwarzkümmelöl sicherlich nicht der Fall, denn es ist kein Medikament und hat eigentlich nicht wirklich oder gar keine Nebenwirkung, wenn man so möchte. Weißt du, was extrem frustrierend sein kann, wenn man ein Paar ist und man möchte unbedingt ein Kind miteinander haben? So viele Menschen sagen sich dann, Mensch, die einen, die bekommen einfach so Kinder, das geht ruckzuck und bei mir läuft das gar nicht. Ich probiere alles und jetzt habe ich schon überlegt, künstliche Befruchtung zu machen. Und vielleicht klappt die künstliche Befruchtung auch noch. Mensch, das ist ja wirklich wahnsinnig, was ich dir jetzt sagen könnte. Tatsächlich hat eine Studie herausgefunden, blende ich dir ganz kurz hier einmal ein, dass Schwarzkümmelöl bei den Männern, und es gibt tatsächlich sehr viele Männer, viele wissen es auch gar nicht, denen ihre Spermien schwimmen nicht richtig. Schwarzkümmelöl kann das tatsächlich stark verbessern, nämlich die Beweglichkeit der Spermien,
das Volumen, und das kann dann dazu führen, dass man wieder zeugungsfähig ist. Und das zeigt hier eindeutig diese Studie, die da durchgeführt worden ist. Bei einen sind sich die Forscher nicht 100%ig einig, aber sie vermuten, dass es der Zusammenhang darin liegt, dass das Schwarzkümmelöl ganz, ganz viele antioxidative Vorteile hat. Und diese Antioxidantien, die da enthalten sind in den Schwarzkümmelölen, könnten wahrscheinlich dazu führen, dass das Spermienvolumen und die Beweglichkeit ansteigt und deswegen der Mann wieder zeugungsfähig sein kann. Schwarzkümmelöl hilft tatsächlich bei Krebs. Zumindest ist man sich fast sicher, dass es zum Beispiel beim isolierten weiblichen Brustkrebs so ist. Leider bekommen das ja sehr viele Frauen und das ist bestimmt auch keine schöne Erkrankung. Man hat festgestellt, dass Menschen, die den weiblichen Brustkrebs hatten, die mit dem Medikament Tamoxifen behandelt worden sind und zusätzlich hat man das Schwarzkümmelöl bekommen, was ich vorhin erwähnt habe, den Inhaltsstoff des Tamoquinon enthalten ist, die Wirkung von den Tamoxifen für den Zelltod des isolierten Brustkrebs geholfen hat. Jetzt kommt aber die Kehrseite der Medaille. Allerdings hat man das nicht bei lebenden Menschen gemacht, sondern man hat das rein im Labor bei diesen Krebszellen gemacht und hat wirklich da gesehen, dass das Tamoquinon unterstützend mit den Tamoxifen wirkt. Man hat das aber auch bei anderen Krebsarten versucht und probiert und ist zu demselben Ergebnis gekommen. Es laufen momentan Studien und es wird daran geforscht, ob das beim lebenden Menschen, also im lebenden Organismus auch funktioniert. Ich hoffe es, das wäre echt super. Eine der wahren Volkskrankheiten ist Diabetes Typ 2 oder der Vorgänger eine Insulinresistenz. Das liegt daran, dass wir Menschen hier in der westlichen Welt A. unter Bewegungsmangel leiden und B. einfach zu viel Kohlenhydrate zu uns aufnehmen, aber auch versteckte Zuckerquellen, weil das ja überall hier in den Supermärkten, in allen möglichen Lebensmitteln reingepackt wird. Und wir merken das nicht und irgendwann mal macht unsere Bauchspeicheldrüse nicht mehr mit. Und die allermeisten wissen das nur zu gut. Wir müssen dann zum Arzt und kriegen dann vom Arzt Insulin. Ja, es muss aber unbedingt vielleicht nicht immer gleich sofort Insulin sein, denn man hat eine Studie durchgeführt mit 114 Probanden an einem Jahr mit Diabetes Typ 2. Das Ergebnis war wirklich phänomenal. Die Werte sind wirklich sehr weit runtergegangen und das nur von diesem Öl, das muss man sich einmal vorstellen. Es hat sich sogar bei Menschen, die an den Vorgängen die Insulinresistenz hatten, hat man gesehen, dass diese sehr weit zurückgegangen ist. Also, warum es nicht mit Schwarzkümmelöl mal versuchen? Im Übrigen, wenn du unter einer Diabetes Typ 2 Krankheit leidest oder einer schon vorhandenen Insulinresistenz, so kann man sagen, dass in dieser Studie herausgefunden worden ist, einmal am Tag 2 Gramm reichen völlig davon aus, ein Jahr lang. Und dann lass dir mal nochmal Blut abnehmen und dann schauen wir mal, wie es jetzt aussieht. Sind wir doch mal ehrlich, wir wünschen uns alle Herzgesundheit und es gibt auch ganz viele Menschen, die Herzphobiker sind, weil sie vorher vielleicht schon mal einen Herzinfarkt hatten und dann wird es immer so bei uns immer so hineingeschaut, geht es uns an Herz gut etc. Aber auch die Menschen, die keinen Herzinfarkt hatten, wünschen sich selbstverständlich Herzgesundheit. Und was sind so die größten Probleme, wenn es um das Herz geht? Ja, zumindest die bekanntesten, das ist Bluthochdruck und Cholesterin. So, Schwarzkümmelöl ist auf jeden Fall jetzt herausgekommen, es ist bewiesen, Schwarzkümmelöl senkt den schlechten Cholesterinwert. Was ist eigentlich der schlechte Cholesterinwert? Also es gibt eigentlich keinen schlechten Cholesterinwert, aber man sagt halt so im Volksmund, es gibt den LDL-Cholesterinwert und es gibt den HDL-Cholesterinwert und dann gibt es noch die Triglyceride, das sind die Neutralfette, wobei die eigentlich nur dann ansteigen, wenn wir eine zu hohe Kalorienzufuhr in einem kurzen Zeitraum haben, vor allen Dingen durch Kohlenhydrate. Schwarzkümmelöl hat jetzt keine direkten Auswirkungen auf die Triglyceride, klar, das hängt von der Kalorienanzahl und der Kohlenhydrate ab, aber es hat Auswirkungen auf das sogenannte schlechte Cholesterin, also das LDL-Cholesterin. Es wurde nämlich herausgefunden, dass man, wenn man es 12 Wochen lang einnimmt, auch so zwischen 2 bis 3 Gramm am Tag, dass der sogenannte schlechte LDL-Cholesterin senkt, der sich ja bei uns hier in den Adern überall ablagern, auch hier in den Kranzgefäße und der dafür sorgt, dass wir koronale Herzerkrankungen bekommen. Bei dem guten Wert, also den sogenannten guten Wert, den HDL-Cholesterin, hatte es keinerlei Auswirkungen. Schwarzkümmelöl ist immunregulatorisch. Und warum? Weil es aus 60% mehrfach ungesättigten Fettsäuren, nämlich um genau zu sein, aus Linolsäure besteht. Und es stärkt die Schleimhäute im Darm, weil es ja bekannt ist, dass der Darm der Hauptsitz des Immunsystems
Immunsystems ist. Aber nicht nur für Menschen, die unter Autoimmunerkrankungen leiden, sondern auch Menschen, die allgemein eine schwächere Abwehrkraft haben, könnte da Schwarzkümmelöl tatsächlich sehr gut sein. Zusammen mit Zink, was ich sehr empfehlen kann, das auch sehr stark das Immunsystem unterstützt, könnte es für dich oder für alle anderen Menschen, die da diesbezüglich schon Probleme haben, sehr, sehr gut wirken. Schwarzkümmelöl hilft bei allen Menschen, die unter Angstzuständen, Depressionen oder Zwangsstörungen leiden, definitiv sehr gut. Und ich selber kann davon ein Lied singen. Ich habe es lange Zeit genommen, heute nehme ich es nicht immer ein. Das hat aber nichts damit zu tun, weil es mir nicht gut tut oder sonst irgendwie was. Nur, dass ich in letzter Zeit ein bisschen schlampisch war, weil ich nehme eigentlich schon ganz schön viele Nahrungsergänzungsmittel und deswegen ist das wirklich, ja, manchmal ein bisschen zu viel. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Es hilft deswegen sehr gut auf die Psyche, weil es den 5-HT-Serotonin-Rezeptor beeinflusst, also die Vorstufe von Serotonin. Ähnlich wie das 5-HTP-Nahrungsergänzungsmittel, das ich dir hier oben einmal auf den i verlinke, ist es die Vorstufe von Serotonin. Und Serotonin ist ja dafür bekannt, so zumindest ebenfalls die These der Wissenschaftler und Ärzte, dass es für dieses allgemeine Wohlbefinden in der Psyche sehr gut wirkt. Das heißt, dass wir uns ausgeglichener fühlen, besser schlafen, einen besseren Appetit haben. Deswegen kann ich tatsächlich das Schwarzkümmelöl allen Menschen empfehlen, die psychische Probleme haben. Was ist jetzt aber eigentlich ein richtig gutes Produkt für mich und was sollte ich nicht nehmen? Da gibt es zum Beispiel diese Kapseln. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie schlecht sind, aber sie holen nicht alles raus, was man rausholen könnte. Ich würde dir empfehlen, nimm ein Öl und dieses Öl sollte bio sein. Warum? Wir wollen einfach keine anderen Inhaltsstoffe innen drinnen haben, die uns vielleicht zusätzlich noch schädigen können. Kalt gepresst deswegen, damit es einfach schonend ist und genau dahin kommt, wo wir es brauchen und den gewünschten Effekt erhält. Du solltest Schwarzkümmelöl nicht auf nüchternen Magen nehmen, das würde dir vielleicht nicht so gut bekommen. Also bitte immer davor eine Unterlage haben. Zusammen solltest du, meiner Ansicht nach, und so habe ich es auch immer gemacht, zusammen mit Vitamin E zusammen einnehmen. Also Schwarzkümmelöl mit Vitamin E. Beides zusammen schützt es die Zellen von oxidativem Stress gleich doppelt und dreifach, wenn man so möchte. Das heißt, du hast noch eine stärkere Wirkung dazu. Und wie es ist, 15 Jahre lang 1 Liter Wodka pro Tag zu trinken, dazu auf diesem Video mehr. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Dein Juan. Namaste.